Servus, ihr Haschall. Da sind wir wieder bei Chicken Police. Pointed Red. Mit viel Gegacker, coolen Gockeln und noch blöderen Sprüchen von mir. Ach ja. Wo sind wir eigentlich aktuell? Ich glaube, ich entsinne mich. Wir sind im Edelbordell. Dazu muss ich gleich eine Story erzählen, wenn wir dann dort drin sind. Denn mir ist an diesem Wochenende was passiert und es passt so gut dazu. Es gibt's gar nicht mehr, wie gut es dazu passt. So, ich bin live, das sehe ich gerade auch. Und jemand ist in den Chat gekommen. Dann fangen wir jetzt an. Guten Abend, Chat. Du kommst genau richtig. Well, here we are. The kingdom of long legs, silky skin, and fluttering lashes. We've arrived. Calm down, Marty. Watch your blood pressure. So, wir sind im Edelbordell. Und jetzt kommt meine Story, die mir an diesem Wochenende passiert ist. An diesem Wochenende war die Comic-Con Freiburg. Ich war natürlich dort. Ich war auch auf der Nerd-Party und ich hatte sehr viel Spaß. Ich war mit einer guten Freundin dort, die mich dann überredet hat, weil sie unbedingt einen Kerl aufreißen wollte, also einen bestimmten Kerl, mit dem sie sich da verabredet hatte, dass wir noch in die Stadt gegangen sind. In einen Laden, oh mein Gott, wo mich sonst keine 10 Pferde reinbekommen. Die Musik war laut, die Cocktails waren super, aber die Damen, die dort waren, die sahen etwa genauso aus wie hier. Aber wirklich genauso. Ich habe echt gedacht, boah, bin ich jetzt selber in Chicken Police? Bin ich jetzt auch in einem Edelbordell gelandet, wo die Damen mit dem Shake Your Ass so richtig die Kerle angeheizt haben. Vor allem 2 alte Pädobären, die ihnen sehr schön auf den Arsch geklotzt haben. Nein, aber sie haben sich aufgeführt wie Tiere. Also es gab nicht viel Unterschied. Also, ich war echt so, also da haben die Damen hier mehr an, als in dieser Kneipe, wo ich da war. Es war noch nicht meine Kneipe, es war ein Club. Es war ein Club, aber die Musik war so laut und man musste auch noch Eintritt zahlen, weil irgendein besonderer DJ da war. Und ich habe mir nur gedacht, aha, okay. Aber wir mussten nichts zahlen. Die 2 Kerle haben alles gezahlt. Also der Typ, den meine Freundin aufreißen wollte, und der hatte seinen besten Kumpel dabei, der extra in diesen Ort gekommen ist, um diesen DJ zu hören. Und ich habe nur gedacht, so, der spielt genau den gleichen Scheiß wie jeder andere auf diesem Planeten. Was ist an dem so besonders? Dass die Musik so laut war, dass du nur schreien konntest. Also von der Comic-Con war ich nicht heiser. Aber danach wäre ich es geworden, wenn ich nicht ich wäre. Ich werde ja nicht heiser von sowas. So, okay. Dann schauen wir mal. Vogel, Lemurin, Hündin. Irgendwas hat gelacht. Eine Füchsin, die Rezeptionistin und sehr geile Bilder. Aber ich würde sagen, wir fangen mit den Bildern an. Sonst haben wir ja hier nichts. Eine Tür haben wir ja. Tür ist cool. Wir fangen mit den Bildern an. Das finde ich allerdings tatsächlich relativ ästhetisch. I don't even know. Good gods. Hey, keep it down, Marty. I see it now. Of all that's furry. Yes, it's very furry. Or more like, shaggy. Okay. That woman, she's familiar. Do you think it's her? The broad from the Bloody New Year's? God damn it, Marty, do you have to say it out loud? It gives me goosebumps. Chicken bumps, more like. Anyway, I don't know if it's really her. I always get confused by the exotic ones, but yeah, maybe. Honestly, it gives me the creeps. Ich will endlich wissen, was an diesem blutigen Silvester passiert ist. Yeah, me too. Ich glaube, ein alter Fall wird euch wieder hier einholen. Holy fur. You swallowed so hard, the whole place shook. Are you kidding me? I've never seen anything like this before. Is this even legal? Why wouldn't it be? I don't know. Vice? Was für die Sitte auf jeden Fall. You really must be joking. Vice in Clawville?
Gutes Argument. Okay. I was pulling your leg. But still, it's a little hot in here. Marty, du bist verheiratet. Ich will Laura immer noch kennenlernen. Oh, cool down, Marty. Don't even look over there. Remember Laura, your wonderful girlfriend, whom you love more than anything. Entschuldige, nicht deine Frau, deine Freundin. Aber trotzdem, Sunny bringt es auf den Punkt. Denk an sie. Da vergeht's dir eh schon wieder. You don't need to tell me. All I'm thinking about is her. Ich will sie kennenlernen. With a hatchet in her hand. More like my nuggets. That's... Laura. Er ist am Verzweifeln. That's it, Marty. Just slowly turn away from the pictures. Ihr habt gemerkt, ich nehme das als letztes, falls es Deborah ist. Laura. That's it, Marty. Just slowly turn away from the pictures. Okay. Sie ist es nicht, aber trotzdem geil. Laura. So, wen nehmen wir denn jetzt als nächstes? Rezeptionistin, die wird dann wahrscheinlich am meisten mit uns reden. Füchsin, die finde ich am heißesten. Fangen wir mit der Hündin an. These brides are elegant. Just like Laszlo said. Lewis. Ich habe schon überlegt, wer ist Laszlo? What do you think could be the old rabbit's type? Fluffy tails? Furry ears? A raspy tongue? Das sind Dinge, die will ich nicht wissen. Oh, for the love of all the gods, stop it. But just think about it. Marty, denk an Laura. Please shut up, Marty. Danke. Okay. Oh, eine Füchsin. Mit der können wir richtig labern. Okay. Wie sieht's mit der Lemurin aus? She's what I call an exotic beauty. Die ist auch wirklich sexy. Well, that's one way to put it. Hey, every animal's the most beautiful thing in the world to someone. Yeah, you're right. Oof, I don't know about you, but I go weak in the knees for stripes. Aha. Please, Marty, I don't want to know. And I don't care. Keep it to yourself. And let's get out of here quickly. Can't I even talk to you anymore? Nö. You can. Ask about the weather, or how's my lower back. Those two are even connected if you want to know. Das ist auch schön. Yeah, old fart. Okay. Können wir mit dir auch reden? That guy's stare gives me the creeps. Entschuldigung, ich werde gleich niesen. Weil, wenn der von Gänsehaut redet, muss ich niesen. I can see why. I've always told myself that birds are weird. What did you just say? Huh? What? Me? Nothing? Dankeschön. Okay, mit der Füchsin können wir reden, dann machen wir das. Ansehen können wir sie nicht, das sehen wir schon. Excuse me, gentlemen. Would you be so kind as to help me? With pleasure, ma'am. The zipper always comes down on my dress. Would you kindly zip it back up? Can I, Sonny? What am I, your mother? Do what you want, for God's sake. Happy to help, ma'am. Oh, what a gallant young man. Clucking lords. Oh mein Gott! Ich muss jetzt wirklich den Reißverschluss... War das gut? Keine Ahnung. Muss ich es jetzt nochmal machen? Oh, I'm sorry. Can I try again? If you'd really like to. Please be more careful this time. Okay. I will be, ma'am. Ja. Okay. Also ich muss diesen Reißverschluss nehmen und ich muss da wahrscheinlich in die Mitte gehen. Oh, scheiße. Ich krieg den nicht zu! Oh, If you'd really like. I will be, ma'am. Ich will das schaffen! Es kann doch nicht so schwierig sein, einen scheiß Reißverschluss hochzukriegen. Ja.
Thank you, honey. Ich hab's geschafft. Marty, ma'am. Marty McChicken. Thank you, darling Marty. I'm much obliged. Anytime, ma'am. Anytime. Okay. Kann man noch was mit dir machen? May I invite you gentlemen for a drink, perhaps? No, thank you. We're in a hurry. Oh. Ich finde sie aber, also sie hat eine sehr reizende Stimme. I think she must be the receptionist. Ich glaube, sie ist diejenige, die den Hosenboden stramm zieht. Bravo, Mr. Detective. Why'd you have to be like that all the time? Well, sometimes I seriously can't decide if you've become totally stupid over the years, or it just entertains you to act that way. Ich sag das Zweite. Well, you know, that's a good question. That's exactly what I mean. My name is Day-Night Diamond. Welcome to the sweltering Nile, gentlemen. Aha, Day, Night, Diamond. Sie heißt Tag, Nacht, Diamant. Ich weiß nicht, ob ich noch nie so einen dummen Namen gehört habe. Miss Diamond, I'm Sonny, and this is my partner, Marty. If I may, miss, you have a beautiful name and exceptionally wonderful stripes. Hat echt ein Ding für Streifen. Marty, not now. Ja, gell? Jetzt sieht sie irgendwie schlanker aus und auch nicht mehr ganz so creepy gefährlich. Ich dachte, jetzt kommt sie gleich mit dem Nudelholz um die Ecke oder so und zieht Marty das Fell über die Ohren. Die Federn, Entschuldigung. Oh, thank you very much. Please excuse him. He doesn't visit places like this very often. Me neither, to be honest. Oh, nothing to worry about, gentlemen. There's a first time for everyone. You're absolutely right. We're just interested in a certain lady called Deborah. Deborah. We don't have any employees by that name right now, but if you want, any of our girls would love to be Deborah for a night. No. Excuse me, you misunderstand. She doesn't work here. I'm afraid I don't follow. It's kind of confusing, but let me try to explain. Please, I'm at your service. I'll gladly answer any of your questions. Oh mein Gott. You hear that, Sonny? Any questions? Oh mein Gott. Shut up, Marty. Okay, jetzt gehen wir erstmal die neuen Informationen checken. Wir haben neue Personen. Hier unten. Diamond. Miss Diamond. Day-Night Diamond. Sie ist ein Zebra. Das haben wir ja, glaube ich, schon gesehen. Sie ist wunderschön, ruhig, professionell. Höchstwahrscheinlich eine Kurtisane. Oha. Hübsche Zebra-Empfangsdame am Eingangsschalter des Nile. Neuer Kodex. Na, endlich erfahren wir was. Die Nacht, die Sunny und Martys Leben für immer prägen sollte. Sie begann mit einem seltsamen Anruf, gefolgt von einem unerwarteten Besuch einer Tigerin, und sie endete in einem Bruthaus, wo die beiden schließlich Zeuge eines nie dagewesenen Massakers werden sollten. Sunny wurde direkt in die Sache verwickelt, als eine seltsame Gestalt mit Zylinder seine Familie ins Fadenkreuz fasste. Allerdings gelang es dem Übeltäter, sich einer Festnahme zu entziehen. Tatsächlich wurde der Fall nie offiziell beigelegt, aber unter dem Namen des Generalstaatsanwaltes sahen sich die Zeitungen dazu gezwungen, einen glorreichen Triumph der Chicken Police zu vermelden. Diese unglückselige Lüge bildete also den Ausgangspunkt für ihre Legende. Jetzt wissen wir endlich mal ein bisschen mehr, was von dieser Nacht in dieser Nacht passiert ist. Also Moment mal. Sunny wurde verwickelt, indem seine Familie quasi auch ins Visier kam. Eine Gestalt mit Zylinder. Das erklärt eine Menge. Das war aber jetzt nicht die Nacht, wo dann quasi auch Marty Sunny mit Blei vollgepumpt hat. Oder war das die gleiche Nacht? Ich krieg diese beiden Sachen noch immer nicht gebacken, ob das jetzt das gleiche oder zwei verschiedene Sachen sind. Gebe ich auch offen zu. Aber wenigstens wissen wir jetzt endlich mal, was dieses blutige Neujahrsfest war. So ein bisschen zumindest. Okay. Maybe she knows something about Deborah.
or the card that brought us here. Ah, okay, das war später. Gut, dann befragen wir sie jetzt mal. Polizeimarke. I wouldn't want to offend you. Far from it, but it's evident you're from the police, even without this. Oh, sie ist reizend. Is it that obvious? No, it isn't, but, you know, here in the Nile, we have a keen eye for this kind of thing. Right. I understand, ma'am. Louis. Do you know a gentleman named Louis C. Hayworth? Of course I do. Mr. Hayworth is a regular guest at our establishment. Der alte Rammler. I see. How regular, if I may ask? I can't give you any information about that. House policy. We have that too. It's called the law, ma'am. If you have any questions of that nature, please come back with a warrant. Touche. Schön. Does this list mean anything to you? This? I'm not sure. No, nothing. Don't you see some familiar names on there? I do, but everybody knows those animals. Personally, I have no contact with any of them. I see. Oh, thank you. Look, she gave this to us. The girl named Deborah, the one we asked you about. I see. Do you know what this is? Of course. It's a membership card. Was this person a regular here? If this belonged to her, then yes. I can check for you. Please, the ladies will entertain you while you wait. I'll be right back. Thank you. Much obliged. Ich wollte das letzte noch fragen. Na gut. Welchen... Beauty is relative. Ich finde die sexy. How young is this girl? Damn. This place is clucked up. Do you think they're forced to do this? Marty, we're not here for that. Just for the information we need. Yeah, but you know what, Sonny? We're fortunate to be able to choose what we do with our lives, huh? You are, Marty. You have the chance to work with Santino Featherland. Me, on the other hand... Boah, wie reizend. Aha. Is he a bouncer or a guest? I'd rather not ask. Ja, der hackt dir die Augen aus, Junge. Haben wir noch irgendwas? Eine Tür. Füchschen. May I invite you gentlemen for a drink, perhaps? No, thank you. We're in a hurry. Oh. Okay, wir können aber sonst nichts machen. Also müssen wir jetzt durch die Tür. Gut. Tür. I apologize for the wait. Please, come with me, gentlemen. So you were successful. My mistress, Madame Zavas, would like to meet you. Say was. You mean that, Madame Savas? Oh! Oh! As far as I know, there's only one of her, so yes. Please, miss, take us to her. With pleasure. Ich wollte eigentlich das Ebra noch was fragen, aber gut. Madame Zavas was a legend in Clawville. Her name was known all over the wilderness. She's an avid royalist, former member of the Council of 12, spy master, assassin, businesswoman, and courtesan. To be honest, I didn't even know she was still alive. She's no spring chicken, that's for sure. She could also be my mother, or maybe my grandmother. First Ibn Wessler, now her. Honestly, tonight it wouldn't surprise me if His Majesty Hector III didn't grace me with his presence. Oh mein Gott. Was haben wir hier Schönes? Allerlei Bücher, Sammlerartefakte, eine kaputte Uhr. Also das Bild, ich will erstmal das Bild... Oh, Jesus Gott. What a painting. Congratulations, ma'am. Marty. Ich dachte gerade, die Alte spricht. Yes. It's beautiful indeed. It's more than 40 years old. You know, I was considered pretty then.
Oh, don't say that. You still look great, ma'am. Okay, ich hätte sie erst ansprechen müssen wahrscheinlich. Thank you. It feels good, but no. There's no need for lies. Those days are long gone. Every age has its truth and its beauty. For me, beauty is not in the looks anymore. I agree, ma'am. Schön. Das war eine schöne Aussage. Interesting pieces. Do you think so? It's the art of my people. Crocodiles? There are many kinds of crocodile in the wilderness, Mr. Featherland. This is the art of the Nilenites. Ah, hence the name, the sweltering Nile. It's a river, Mr. Featherland. My ancestors lived by this river a long time ago. Ah, interesting. Thank you. Und wieder, wir sollten erst sie ansprechen. Und was mache ich? Die Uhr angucken. Is that the time already? Have you noticed your clock's not working? How observant you are. That clock isn't meant to show the time. It's a decoration. A memento. It's beautiful. Indeed. Dann haben wir noch Bücher. Ui. Oh Gott, wir haben eine Menge Bücher. Oh Gott, okay. Wir können hier die oben. Eulen blinzeln nicht. There are books here on quite a variety of topics. Sagt er jetzt bei jedem Scheiß dasselbe? There are books here on quite a variety of topics. Tatsache? Okay. Dann reden wir mal mit der hübschen Dame. So she is the legendary Madame Zavas. Let me introduce myself properly, ma'am. Mr. Santino, I know who you are. And I also know your partner. The legend of the chicken police is always one step ahead of the chicken police. Ich find's aber geil. In den Untertiteln steht Mr. Featherland und sie hätten aber Santino genannt. Thank you. That's flattering. May I ask what you are looking for exactly? Here on this night? You know, that's an interesting question. The card we've shown your lovely colleague Belongs to an old friend of ours, whom we haven't seen for a long time here. and the name? Unfortunately, no, Mr. Santino. That's confidential information. In my line of work, discretion is everything. Well, you know, in our line of work, the law is above everything. Oh, do you think so? I could tell you what your colleagues think is also above everything, but as I said, discretion. Look, ma'am, we don't want to impose. We're conducting a private investigation, which started off as harmless, but now it's murder. That sounds serious. It is serious. That's why we'd be grateful for your help. In that case, I'm at your service. Ask your questions, and I'm going to answer to the best of my knowledge. As long as you're not wading through muddy waters. Fortunately, I swim very well for a chicken. I swim well, too. Das glaube ich ihr sofort. Wahrscheinlich schnappt sie auch noch sehr gut. So, jetzt schauen wir uns erstmal unsere neuen Infos an. Hinweise. Madame Savas, die legendäre Spionin und Kurtisane, betreibt ein Bordell. Entschuldigung, muss kurz was trinken. Ich kratze es gerade im Hals. Das liegt aber an dem, was ich gerade gegessen habe. Ah, so ein Schoki mit Zimt ist was Feines. Wir sollten definitiv vorsichtig vorgehen. Sie hat einen bestimmten Ruf, der in der ganzen Wildnis bekannt ist. Gut. So, Madame Savas ist ein Krokodil. Ein
Nilkrokodil. Sie ist weiblich, ihr Lächeln ist falsch, ihre Geschichte falsch, aber die Gefahr ist echt. Madame Seivas war Spionin, Kurtisane und schon eine Legende, als ich noch ein kleines Küken war. Viele Legenden ranken sich um ihre Schönheit und ihre tödliche Skrupellosigkeit. Die Zeit ist auch für sie nicht stillgestanden, aber sie scheint nach wie vor so tödlich zu sein, wie die Legenden behaupten. Inzwischen ist sie die Betreiberin eines Luxusbordells, das Swathering Nile. Okay. Kodex. Wir haben wieder was vom Kodex. Bei den Nileniten handelt es sich um eine Kultur des Altertums, die mittlerweile untergegangen ist. Sie herrschten über ein ausgedehntes, mächtiges Reich, dessen Zentrum sich im tropischen Südwesten der Wildnis befand. Ein berühmter Nachfahre dieser Kultur ist die legendäre Madame Seivas, ihres Zeichens anerkannte Meisterspionin und Kurtisane. Miau. So, befragen wir sie. Wir fangen mal hier an mit der seltsamen Karte. Nein, wir machen jetzt mal hier erstmal Swathering This ein. place isn't just our home with the girls. It's a sanctuary. Really? How? It symbolizes why the city was founded almost 1,000 years ago. Unity, love, freedom. Interbreeding? That too, yes. Do you have a problem with that? Oh, don't get me wrong. I don't. My girlfriend's a predator. Oho. Really? I'm glad to hear it. Ich möchte wissen, was Laura ist. Ich möchte Laura endlich kennenlernen, Mann. Louis Hayworth is a good friend of mine. It surprises me that he's a regular here. You wouldn't believe our clientele. You would be shocked. No doubt. Louis, does he come here often? Warum fragst du nicht Louis? Not so often. Thank you for the vague answer, man. The mystery is thrilling. The thrill is life itself. Aha. That was beautiful, ma'am. Das gefällt Marty. Okay. Seltsame Karte, merkwürdige Namensliste. Tell me, have you ever seen this list? I have. Oho. Am I right to assume it has something to do with the sweltering Nile? It does, yes. But I can't tell you more about it. No. Discretion is key. Absolutely. Gut, dann wollen wir jetzt noch die seltsame Karte machen. As I was saying, it belongs to us. Only our most valuable guests have one of these. And our employees, of course. The employees, too. Good to know. Can you tell me if this card belonged to a guest or an employee? Hi. No. Wie geht's? Wie steht's? Wie lebt sich so? I thought so. Yes, thank you. Okay. Hat sie uns jetzt gesagt, ob es ein Mitarbeiter oder ein Gast ist? Ich habe das jetzt irgendwie gerade nicht mitgekriegt. Chat! Do you know Natasha Katsenko personally? Yes, I do. Ja, das klang sehr begeistert. Tell me about her. Ach, du auch. Grüß Gott. Grüß dich. Kommt mir gerade noch. Erzählen Sie mir von ihr. Warm-hearted, protective, quick-tempered, fierce. Yes, fierce. Hast du was mit ihr gehabt, oder was? Thank you. Very useful. Echt? Was hat dir jetzt bitte die alte Krokodildame gesagt, was hilfreich war? Oh, wir können sie jetzt auch vernehmen. Cool, haben wir erstmal neue Infos? Ich will erstmal wissen, ob wir neue Infos haben. Nein? Gut, dann werden wir jetzt die schöne Dame vernehmen. So she is the legendary Madame Seivas. Das wissen wir schon. Gut, dann geht's jetzt los. Deceit is everything to Seivas. She used to be a spy, so I'm gonna take her every word with a grain of salt. Ich habe jetzt schon Angst. Oh Gott! Warum ist ein WLAN am Arsch?
So, was steckt hinter der Legende, Frau Sevas? Wer sind Sie wirklich? Who's behind the legend, Miss Sevas? Who are you, really? Just an animal raised to survive, Mr. Featherland. And because I've been taught, I know how to survive. I always was what I had to be. Was ja sehr gut zu einer Spionin passt. And you managed to dodge my question. Clever. Well, you see, this is one of the typical elements of survival. The way of dodging a delicate question and still making the questioner believe he got the answer. But you're too cunning and experienced, aren't you? Okay. You're not an easy one to fool. I'm trying to maintain appearances, ma'am. You should. Appearances, most of the time, are stronger and more dangerous than the truth. Das ist blöderweise tatsächlich wahr. So. Sagen Sie, waren Sie wirklich Spionin im Auftrag des Königs? Ist es heutzutage nicht gefährlich, Royalistin zu sein? Hallo, die erste Frage, dafür konnte ich nicht. Sie wurde mir vorgegeben und trotzdem bin ich im Minus gelandet. Wie ist denn das passiert? Willst du mich verarschen? Okay. Also, sie war früher Spionin. Man muss all ihre Aussagen mit Vorsicht genießen. Beide Fragen sind gut. Ach, ich bin im Minus auch noch gestartet. Das wird immer besser. Na toll. Also, war sie Spionin im Auftrag des Königs? Ist es heutzutage nicht gefährlich, Royalistin zu sein? Sind beides gute Fragen. Ich wüsste nicht, welche davon besser ist. Ich finde, man kann beide nehmen. Welche nehmen wir? Gut, dann nehmen wir die zweite. Isn't it dangerous being a royalist nowadays? You know, Mr. Featherland, those that are genuinely dedicated never care about danger. That's something you must know even better than I. Do you think it's my loyalty that motivates me the most? If you do, I'm sorry to disappoint you. Maybe you're not loyal to the police, Mr. Featherland, but you are to your own principles and ideals. Am I right? That's true, but you're avoiding the question. Why did you stay in the king's employment after the scandals that are making half the city riot? What makes you still believe so much in the institution of monarchy? You know, I always adapt, but only to a degree where I still don't have to give up myself and my ideals for the sake of survival. You'd rather die, then? Maybe it would seem too dramatic or even romantic to you, but yes, exactly. I'm sorry to doubt you, but I've always thought your kind was rather compromised. Do you mean spies or crocodiles? Gefährlich. Spies, of course. Ah. I must disappoint you. But there aren't many groups as loyal and unwavering as the spies, Mr. Featherland. If you're telling me, ma'am, I believe you. Okay. Weswegen entschieden Sie sich, ein Bordell zu öffnen? Was ist das Slithering Nile? Ist das wirklich hier nur ein Luxusbordell? Boah, wir sind schon wieder ins Minus geraten. Also, das ist 1, okay. Why did you decide to open a brothel? You know, this place used to be an orphanage. Then after the Great Avian Plague, a hatchery. Then, young mothers lived here who had nowhere else to go. That's when I took over. Young mothers and prostitutes. That feels like a sharp turn. No, it didn't happen like that, of course. The process took 20 years, but one thing remains the same. I wanted to help girls who had nothing and no one. To help them. Du bist der Chat, natürlich nehme ich das, was du mir vorschlägst. And this was the best you could do, helping them sell their bodies. You see things very superficially, Mr. Featherland. We're a family.
who helped each other even at the worst of times, took care of each other, and what's most important, survived. Yes, survive, no matter the cost. And it's the cherry on top of the most treasured secrets of the rich and famous. Das stimmt. Very insightful, Mr. Featherland. There's truth to that. Knowledge is power, as they say. And we know a lot about powerful animals that could be used as weapons. Or the opposite. That could avert a war. Das ist aber jetzt interessant. Oh, wir haben ein paar Punkte gekriegt. Wenn ich erraten könnte, wem die Karte gehört, würden Sie es mir bestätigen? If I guess who the card belongs to, will you tell me? I wouldn't say that's an acceptable price for such a secret as this, but if you guess right, I won't lie to you. Then, I will tell you you were right. Yes. Good. Let's see. The answer to my question, Natasha Katsenko. Well, Mr. Featherland, it seems the gossip about you is right. What gave it away? It couldn't have been easier. There's a beautiful woman with a mysterious past, trying to keep it a secret, while someone's threatening her with the exact same thing, leaving rather unmistakable messages behind. Plus, we found the card on Deborah, who was her best friend and confidant, so she was either trying to hide it or destroy it forever, so no one could find out the truth. Am I right so far? Aha, Natascha war hier ein Mädchen. Indeed, Mr. Featherland. So if I'm not mistaken, Natasha used to work for you before she met Ibn Wessler. He fell in love with her, gave her a job at the Millions Club. The rest is history. Oh, irgendwie ist das aber schon romantisch. You have talent, Mr. Featherland. I'm really sorry you're not working for the government. I am working for the government. I'm a cop. Are you sure, Mr. Featherland? Touché. Indeed. Natasha used to work here. We can put it that way, but you know, this isn't just a workplace. She also lived here. She was part of our family, and we still love her very much. Right. That puts everything in a different light. Savas is a true survivor, always was. And she's proud of that, even to this day. Maybe I can get her to trust me if I play to this part of her. Okay, jetzt müssen wir schmeicheln. Okay. Haben Sie versucht, sie nach ihrem Vorbild zu formen? Sie wollten sie beschützen. Wovor? Wieso nahmen Sie sie auf? Erkannten Sie sich vielleicht selbst in der Tasche? Sie werden in der ganzen Stadt als gefährlich angesehen. Warum ist das so? Also das letzte glaube ich nicht. Das erste glaube ich auch irgendwie nicht. Ich glaube, erkannten Sie sich vielleicht selbst in der Tasche, finde ich sehr gut. Also die 3 finde ich sehr gut. Sie wollten sie beschützen. Fände ich gut, wenn ich dieses Wovor hinten dran stehen würde. Weil das finde ich wieder zu direkt. Also ich glaube, es ist die 3. Irgendwelche Einwände? Wir müssen ihr jetzt schmeicheln. Haben Sie versucht, sie nach ihrem Vorbild zu formen? Das finde ich irgendwie auch sehr direkt. Also da ist auch 2 oder 3 gedacht. Wollen wir mal die 3 nehmen, weil die finde ich nämlich passend. Why did you take her in? Maybe you saw yourself in Natasha. She was only 17 when she knocked on the rear entrance of the brothel on an unusually cold, rainy night. I opened the door myself. Was Natasha alone? Yes, completely alone. Her left arm was slashed with an ugly wound, and she was frozen to the bone, barefoot, only a thin nightgown on her. Oh je. Did she tell you what happened to her? After I brought her into the house, warmed her up, and changed her into new clothes, that was the first thing I asked. But no, she didn't tell me. We became very good friends, but I still don't know what happened to her and where she came from.
or how she knew about this place and the rear entrance. And you weren't bothered by all those secrets? That would have been very hypocritical of me, don't you think? No, it didn't bother me. I make a living out of secrets, Mr. Featherland. I see. Okay. Oh, das war auf jeden Fall richtig. Haben Sie eine Ahnung davon, woher Natascha kam, vor Clawville? Do you know where Natasha came from before Clawville? Naturally. The poor dear couldn't even deny it. Even her name's eloquent, her accent, but mostly her manners, Mr. Featherland. She's from Stovos, and she belonged to the upper class of Stovonian social circles. She could barely even speak the language when I first met her. That's all you know about her. An ex-spy like you must have checked up on her new protege's past. That's the most exciting thing. Yes, I have. Multiple times putting my most treasured connections to good use. But nobody found anything. Natasha's trail could only be traced back to the Stovonian border. What happened in that country, no one knows. Das ist interessant. Als hätte sie vorher nicht existiert. It's rather curious, don't you think? It is, Mr. Featherland, yes. Curious. That's why I've always been rather fond of Natasha. Did it touch you deeply when she left you? Indeed, it did. Zavos is protective. It seems she's dedicating her whole life to her proteges. If I concentrate on that, maybe she'll open up to me. Okay. Warum ließen Sie sie mit Wessler gehen? Kam Ihnen nie der Gedanke, die Beziehung zwischen Natascha und über auszunutzen? Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Also. Beschützerinstinkt. Haben Sie noch Kontakt zu ihr oder warum haben Sie sie mit Ibben gehen lassen? Weil das in der Mitte ist nicht gut. Ja, genau. Weil das in der Mitte, da hau ich wieder einen raus. Aber das da hier ist so, ist schön. Weil dann hätten die Frauen ja wahrscheinlich noch Kontakt miteinander. Und da könnte sie uns halt antworten, dass sie gedacht hat, ja, sie hat wahre Liebe gefunden oder was auch immer. Wir nehmen mal die 3. Have you kept in touch? Only occasionally, Mr. Featherland. She writes to me every few weeks, and very rarely we talk on the phone. But I haven't heard from her in weeks. The truth is, I've started to worry about her. Did she give no sign of being in trouble? Never. No. Natasha's not the kind to talk about her feelings. Yeah, I've noticed that myself. Ha, das hat schon mal gut funktioniert. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen, Madame Zavos? Waren Sie wütend, als sie verließ? Befürchten Sie, dass Natascha... Nein, das zweite ist es auf jeden Fall nicht. Es ist das erste. Das zweite ist irgendwie zu... es geht ja um Beschützerinstinkt. Das zweite ist eigentlich, dass ich ihr unterstelle, quasi, dass Natascha ihr schaden wollen würde und ob sie da böse war, das geht nicht. Es muss eins sein. Ich muss ja den Beschützerinstinkt wecken. Ja, ich kann heute mal sprechen. When was the last time you saw her, Madame Zavos? Maybe around 2 months ago. There was a ball, attended by Ibn Wessler, his beautiful mate Natasha, and myself. Yes. Was she herself? Did you feel like she was afraid or worried about something? On the contrary, she was unrestrained, free, radiant. She was in love. Yes, in her own unique way. What do you mean? You know Natasha loves on a different level than most Clawville women. Or most women in the wilderness, in fact. Maybe it's because of the Stovonian origins. Perhaps it's something else. So you didn't notice anything strange about her? Well, if anything could be called strange,
It was that I saw a woman positively floating above the ground, who previously used to stand on it with 2 feet. I see. Thank you, madam. Ja. Wie fühlten Sie sich, als Sie erfuhren, dass Natascha Sie verlassen wollte? How did you feel when you learned Natasha was going to leave? Honestly, I was very hurt. I loved her as a daughter. How would you have felt? I couldn't say. And I still couldn't stop her, and you know why? Of course I do. Because you loved her. You've been in my shoes before, am I right, Detective? Yes, I can feel you have. Ja, manchmal muss man das, was man liebt, loslassen. This isn't about me, madam. Please stop changing the subject. I have felt betrayed on a certain level. Yes, and offended, and alone. Even amongst all my friends. Were you disappointed in her? Only in myself, Mr. Featherland. But I have a hunch you know this feeling very well. Sie geht immer auf uns los. Yes, you're right. Well, thank you for your time, madam. Anytime, Detective. Yes, anytime. Wuhu! So, abschließende Gedanken. Die legendären Chick Police ist wieder in Action. Ein wenig erschöpft vielleicht, aber gut im Schuss, gute Arbeit. Natascha arbeitete im Bordell Swaggering Nile, bevor Ibn Wessler sie dort entdeckte und herausholte. Please, gentlemen, wait here a moment. I would like to show you something that could help you. Oh, that's excellent news. Thank you. We will wait. Do you trust her? Not in the slightest. Even her smile is fake. This woman wallowed in other animals' secrets until she became one too. Woohoo. That's exactly how I feel. Anyway, now that we're here, we can take a better look around. Just what I was thinking. Okay. Gut. Wir fangen mit den Büchern an. These books are here for a reason. They mean something. These books are here for a reason. They mean something. Okay, was haben wir an Büchern? Schlund und Sühne. 7 Splitter meiner Seele. Voldemort? Tod eines Pferdes. 49 Jahre ein Reptil. Der Schlüssel zum Denken der Tiere. These books are here for a reason. They mean something. Chat merkte die Bücher. Eulen blinzeln nicht. Okay, gibt keine Info. Gut. Ich denke, dass diese Uhr was zu bedeuten hat. Oh mein Gott, ich kann diese Zeiger bewegen. Okay. Haben wir vorhin irgendeine Uhrzeit gehabt für irgendwas? Okay, die Zeiger sind auf jeden Fall kaputt. Oh, leckt mich doch. Ich habe nirgends eine Uhrzeit gesehen. Warte mal. 7. 49. 7:49 Uhr. Probieren wir es damit. Bin ich gut oder was? Door. Who'd have thought? She is a legendary ex-spy. Well, this is something I've never understood. Why isn't a key good enough? I mean, you can take that with you, but riddles can be solved by anyone. I don't think many animals get to be in this room, Marty. And the other thing is,
Maybe she wanted us to find it. Exactly what I'm thinking. Who knows? Anyway, we're going in. Eine Geheimtür. Aber was Beautiful pieces for sure. They must be worth a fortune. Ich bin voll stolz drauf, dass ich das Rätsel gelöst habe. This room is not like her at all. The other must have been for show. Marty, this is the reality. We're talking about a professional spy. A former spy. Still, if anyone knows how to mask her real face, it's her. But you think this is who she really is? Cold, dark, and tiny. And full of secrets. Okay. Wir haben eine Menge hier zu tun. Wände. Ladies of the Force. 872. So the rumors are true. Military intelligence. This dame's really something. I'm starting to think the whole brothel is just a cover. Makes sense. You think she's still working for Royal Intelligence? Well, based on what she told us, she's a committed royalist. So I imagine she does. Hector III, our great and fair king. I feel sorry for the poor fox, to be honest. I don't. He has it pretty good. Would you like to live your life as a puppet? Everything you do, carefully planned. Your rule and authority, the whole thing, just for show. Ich finde das gerade mit dem heutigen Tag sehr krass, wenn wir die ganze Zeit über Royalisten und Könige reden. Es ist heute ein bisschen too much für mich. Aber okay. Even if he is just a puppet, Clawville needs a king. He gives strength and hope to many animals. Genau das. I guess. Okay. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Somebody started typing a letter but left it unfinished. Nee, eigentlich nicht, ne? What does it say? Number 2947222, report about separatist group movements. Damn it. Don't even read that. What? Why not? I don't know about you, but I don't want to get caught up in the royalist-separatist conflict. What you don't know can't hurt you, right? I can't even recognize you, boss. Where did you put your sense of adventure? My sense of adventure has retired. Leave it alone. Echt? Also, warte mal. Code Definition. Moon, Deliver, Parrot, Dress, Shining, Angel Wing 6. Oh, leck mich doch! Mond? Liefern? Papagei? Gras? Leuchten? Engelsflügel? 6. Chat, merkt ihr das? Das wird mit Sicherheit noch wichtig sein. Die Nummern vielleicht weniger, aber diese komischen Sachen, das kommt mir so vor, als würden wir das noch brauchen. Vielleicht brauchen wir auch die Nummern. Agent Angel Colomar. Oh Gott. Okay. Ah, names, numbers, dates. Oh, furry gods. Do you think they all belong to the brothel? Hell no. Half of it is a matter of national security. What did we step into? You know what? I don't care, Marty. I'm too old for conspiracies. The only thing that matters to me is to find out what the furry hell we're doing here. Soll ich nochmal anmachen? And what it has to do with Natasha. Sure. Komm, hier. So, merkt ihr das alles? Auch die Zahlen. Ich kann mir nichts merken. Aber weißt du was? Ich mache ein Foto davon. Ich habe das Gefühl, dass wir das noch brauchen werden. Irgendwas in mir sagt das. Gut. Ja, ich habe ein Foto gemacht. Weil das kommt mir zu wichtig vor.
Genau das. So, sonst haben wir jetzt hier... Also das Buch und die Wände brauchen wir noch. Guck mal, was hier fehlt. Die Liste. Oh mein Gott. Ich mache noch ein Foto. Und jetzt wird's nämlich spannend. Wir erfahren jetzt gleich, wer hier was hat. So. This has got to be it, Marty. Look at the missing page. Oh, gods. And look at the names. Yeah, the ladies and their guests. Damn. What this means, Marty, is that the most influential people in the city had been Natasha's patrons. Some even from the royal family. Aha. This book could destabilize Clawville. Aber sie hat so getan, als wüsste sie nicht, was es ist. At least the Clawville we currently know. You think this is behind everything? Somebody's blackmailing Natasha because of this? That could easily be the case. But something still doesn't fit. That piece of a painting. Sonny? If there's even a small chance of... Sonny, What? there's another familiar name here. Ach, haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten von Natascha die Liste gekriegt. Ach nee, stimmt, die haben wir vom Filmer bekommen. Oh. What are you talking about? Day Night Diamond. Clucking hell, Sonny. Molly? Oh, fuck! She was working here too. It's probably someone else with the same name. So that's why Natasha told me they'd known each other for a long time. Look, boss. I can't believe it. All those stories about her past. Listen, Bossbird. Molly loved you, right? Isn't that what matters? Marty, please shut your fucking beak right now, or I'll shut it for you. Okay, boss. I'm sorry. But Just shut the cluck up. We've caught them sneaking around, Miss Diamond, you see? Ich wollte die Wand noch angucken. I see, madam. no, back off, ladies. There's no need for this. We don't want trouble. No, maybe you don't. Unfortunately, trouble has found you, gentlemen. Madam Zavas, we needed to know the connection. What this place has to do with Natasha. And And? my wife. Filthy cops? He's talking gibberish. May I shoot him? No, not yet, Miss Diamond. I'd be very sorry to put holes in your lovely striped skin, but believe me, baby, I will. I've always wanted to know if diamonds are bulletproof. Please, madam. It'll all be over in a second. No. We have received different orders, Miss Diamond. Stand down. Oh, I see. The pony does tricks on command. Well, I'm not surprised. Diamond, du hast es von mir die Erlaubnis, ihn zu erschießen. Für den Spruch. That's enough, Marty. You knew who she was, didn't you? What she meant to me. Well, well, Mr. Featherland. Aren't you interested in your case anymore? No? All it took was a name from your past, and your professionalism drowned in the mud. Stop playing games with me, Zavas. What does all this have to do with Molly? Nothing at all. No, she was just a little bird among the many who sought refuge here. You forced her into this. You'd love to hear that, but until she met you, she was one of us. Just another... You clucking... Sonny, no! Ich hätte trotzdem gern die Wand noch angeguckt.
I think I was dreaming. But it wasn't the kind of dream you'd want to remember. Dark and painful. Then the suffocating smoke woke me. It wasn't fried eggs, that's for sure. Where was I? What happened? That treacherous crocodile. Then I saw Marty, who looked as horrible as I felt. Well, I've always wanted a romantic sea voyage. What? God damn it. I knew I shouldn't have gone along with this. Marty, I told you you could get out any time. Jetzt wäre ein guter Moment. And you knew damn well that I wouldn't. That I would never leave you in deep shit once I've joined you. You knew it, and you still asked me to do it. Leute. Marty, listen. You're a selfish bastard, Sonny. And you drag everyone around you down with you. How long was it till retirement? 120 days? 121. But you just couldn't sit still on your ass, could you? Well, take a good look around, boss bird. This is you. And this is what follows you. Just this clucking misery. And dead bodies. Do you understand? You have nothing else to offer but suffering. Oh, Marty. Marty. And feeling sorry for yourself. Oh, you're great at that. I can't believe this shit. We're gonna die here on a goddamn blazing ship like roast chicken. Well, it's dramatic at least, just like you like it. Hat eine Menge Luft dafür, dass sie hier in einem brennenden Schiff sind. Marty. What? I've almost managed to untie the knot. But if you keep thrashing around like that, we're really gonna die here. Ah, for cluck's sake. Fine. Work your magic. Until then, I'm gonna say all the prayers I know. You better. Oh nein. Okay, Marty, Seile, Flammen. Will be fried chicken. I hope there are spices in those barrels at least. Goodbye, partner. It's been a swell ride. Well... Let me concentrate on the rope. Oh, really? What a sharp observation. Shut up. Okay, das Seil. Oh, leck mich, jetzt muss ich ein Seil aufknoten. Oh, no! Oh Gott, oh, Scheiße! Ah! Leck mich! Also hier lang. Dein Ernst, oder? Oh, fuck! So what now? Now we run and swim. I can't swim. Well, you better learn fast or you'll die. I'm not gonna drag your fat ass to the shore if that's what you're hoping. I shouldn't have brought this many guns with me. Throw them away then. Never. Then they'll drag you down into the deep. Ah, I don't care. I always thought your gun mania would be your undoing. Ja, das glaube ich, dass du daran Spaß hättest. Cluck you, Sonny. We have to survive this first. Well, after you, boss bird. That furry, fucking clucking gods. Damn. Yeah. Listen, Marty. What? What you said on the ship. What about it? You were right. I knew this would happen. Or something like it. I dragged you into this deliberately. Because I'm not enough on my own. Oh. Sonny, cut the crap. No, I'm serious. I knew I couldn't do this alone. I needed you to, well, to look out for me. I don't need this, all right? Stop playing the wounded soul.
I don't fucking care. Oh, die zwei sind einfach wunderbar lieblich zueinander. Fair enough. You're right. Hell yeah, I'm fucking right. I'll, shut up now. Ja, manchmal ist das besser. Good. Captain Marsh. Gesunkenes Schiff. Rostiges Schiff und die Stadt. Jetzt gehen wir aber erstmal unsere ganzen fetten neuen Hinweise durch. Davon haben wir nämlich jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einige? Also, Natascha arbeitete im Bordell Swathering Nile, bevor Ibn Wessler sie dort entdeckte und herausholte. Das haben wir schon gewusst. Mondys Name taucht an einem Ort auf, an dem ich nie erwartet hätte. In Madame Sivers Buch. Sivers hat versucht, uns zu erledigen. Aber warum? Steckt sie mit Ibn Wessler unter der Decke? Oh, wir haben wieder ein bisschen Info über Marty. Marty hat recht. Ich war nichts als ein egoistisches Schwein. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Die Dinge sind, wie sie sind. Und ich habe das Gefühl, dass er bis zum Schluss zu mir halten wird, wie immer. Okay, was haben wir noch? Madame Sivers haben wir hier noch. Ui. Sivers und Natascha kannten sich nicht nur, sie standen sich früher sogar sehr nahe. Nicht einmal Sivers war in der Lage, die obskure Vergangenheit Nataschas vollständig zu erhellen, obwohl sie all ihren Einfluss und all ihre Verbindungen in dieser Angelegenheit in die Waagschale warf. Es berührte sie immer immens, als Natascha, die sie wie eine Tochter liebte, das Nile für Ibn Wessler verließ. Und was haben wir hier noch bei Day Night? Die einen ohne Zögern die Federn durchlöchern würde, falls sie es für nötig hält. Sehr sympathisch. Oh, wen haben wir denn da? Captain Marsh ist ein Wasserschwein, ein Kapibara. Oder sieht zumindest wie einer aus. Es ist männlich, er spricht wie ein echter Pirat und riecht auch so. Lecker. So, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. In den Docks lebt Captain Marsh, der wahrscheinlich nie wirklich Kapitän gewesen ist, dafür aber zu den rechtschaffensten Burschen zählt, denen ich je begegnet bin. Yeah, ich bin gut. So. Die große Vogelgrippe war eine Epidemie, die sich über den gesamten Kontinent von Altara ausbreitete und durch die beinahe 40% der geflügelten Weltbevölkerung ums Leben kam. Auch in Clawville wütete die Seuche und tötete beinahe 50% der städtischen Vögel. Letzten Endes wurde die Vogelgrippe durch einen in Arvien entwickelten Impfstoff und die Einrichtung sogenannter Bruthäuser besiegt. Doch die Auswirkungen der Seuche wirkte bis heute nach. Nach der großen Vogelgrippe wurden mehrere Bruthäuser in Clawville eingerichtet. Sie waren für Wöchnerinnen und Waisen bestimmt, dienten darüber hinaus als Krankenhaus und sollten in ihrer Hauptfunktion dazu beitragen, die Vogelpopulation der Stadt wiederherzustellen. Die Maßnahmen wirkten langsam, aber stetig und heute stellen die verschiedenen Vogelarten insgesamt ein Drittel der Bevölkerung von Clawville. Bin ich die Einzige, die diesen Begriff Bruthäuser nicht besonders positiv findet? Okay. Gesunkenes Schiff. You know, I have a feeling this night's just getting started. We were almost finished. Yeah. You don't want to quit, do you? No, Sonny, I don't. Thanks, partner. Yeah. Boah, ihr seid so positiv gerade. Ja, das klingt vorbelastet. Clawville. You tried it again, but I'm still alive. Ja, das möchte ich auch wissen. Hat er seine Waffen noch, seinen Harem? Ist die Hose noch schwer? Hat er schwimmen gelernt? Maybe next time. Maybe next time. Okay. Rostiges Schiff. You've seen better days too, haven't you? So, Marty und Captain Marsh haben wir noch. Fangen wir mal mit Captain an. Das ist eine gute Frage. Pluck me. That's old Captain Marsh. I thought he died 50 years ago. Du bist so nett, Sunny. Moment, mein Schoki ist, glaube ich, schon kalt. Aber immer noch lecker.
Reden wir jetzt mit Captain Marsh oder reden wir erstmal mit Marty? I'm glad you made it, partner. Komm, wir reden mit dem. I think I must have hit my head pretty badly. Say, isn't that Captain Marsh? You see him too? Thank the gods. Ho, 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 lads. What the hairy devil are you doing out here? Isn't it a bit cold for a swim? Mhm. It Dezent. was warm on the ship, at least while it was burning. I bet it was. Arr. Arr. Hey, Captain, how's it hanging? It's hanging all right. Arr. What about you lubbers? What was all that ruckus, eh? Oh, I think someone tried to kill us, Captain. Again. Come on, Boise. There's nothing new there. Ich mag es, wie der spricht. Yeah, old rust can't be scraped away. Did you see anything, Captain? Arr, of course I have. A burning ship. Then two cocks suddenly learned to fly, and even swim, by gad. Oh, what a time to be alive, eh? Er ist süß. You haven't changed a bit, old man. Sure I haven't. I'm steady, like the Sea of Clawville. Yeah, except that Clawville doesn't have a sea. Of course it does, laddie. Just not here in Clawville. Okay, that's too much for me. Okay, wir können ihn befragen. Aber erstmal quatschen wir noch eine Runde mit Marty. You can swim after all. Yeah. Or the river spat me out. Das glaube ich erst recht. Well, what about your guns? Did you throw them away? Hell no. Where they go, I go. And where I go, they're coming with me no matter what. Also, Bertha geht's gut. I'm seriously amazed you're still alive. Yeah, sure. Bertha geht es gut. Das haben wir geklärt. Tell me, Captain, do you hang out here all the time? This behind me is me ship, lads. Or at least, it's a ship I'm living in at the moment. It's not mine, you know. And what do you do? I stand here and watch the sea. Er ist sehr sympathisch. The sea? You mean the River Times? River? Arr, that was a good one, boy. Okay. Mal ganz kurz. Ah. Nein, ich will jetzt mal ganz kurz was anderes machen. Ich will ganz kurz mal hier den Captain mir angucken. Der ist auf der nächsten Seite. Hier. So, der Captain ist eine noch größere Legende, als wir es jemals sein werden. Alle nennen ihn nur den Captain und das, obwohl er vermutlich noch nie ein echtes Meer gesehen hat. Er ist völlig harmlos, könnte aber etwas von Bedeutung beobachtet haben. Mir tut er leid, aber manchmal kommt es mir so vor, als wäre er der letzte Vernünftige in der ganzen Stadt. Er hat auf jeden Fall Prinzipien. A black car stopped not far from here. A rich-looking car, shiny and all. Yeah? What else? Two big lads stepped out of it. One of them was looking like some kind of cow. The other was a cat, a big cat. They were fancy looking at the ship. I don't blame them. It's not something you see every day. I swear on Das all the klingt saints of the irgendwie sea. nach Arr. Gabriel und Bill oder Bob. Just a wild guess. Was it a ram and a bobcat? Arr, exactly. Are you friends of theirs? Wir sind so gut. Well, an acquaintance. It's the bouncer of the Tsar Club, and the goon that was hanging around Ibn. Plumey gods. Zavas answers to Ibn too. Or at least they're connected. Yeah. Oh, arr. That sounds exciting. Easy, old-timer. This Ram fella, what did he do after watching us? Arr, nothing at all, laddie. When that lovely ship started to sink, they got into their pretty car and got away like bats out of hell. So they didn't see us swimming to shore. I wouldn't know that. What now? I don't know. We can't go to the station, that's for sure.
We agree on that. I think I broke a rib or two. Also, wie ich jetzt letztens erfahren habe, tun die Ärzte das aber nicht mehr bandagieren, wenn man sich eine Rippe bricht, sondern es muss einfach von selber wieder zusammenheilen. Zumindest haben sie das meiner Großtante gesagt. Die hat jetzt gerade im Moment 3 gebrochene Rippen, aber egal, das muss von selber wieder heilen. My sight's getting blurry. Pluck me. You know what this means? Oh, no, no. I'd rather go blind than go to Bubo's. Wir müssen zum Uhu. We have to, pal. I'm not your pal, especially after tonight. Come on. We got no choice. Well, we survived the burning ship. I guess we'll survive the madman too. Don't be so optimistic. Oh, schön. Wir sind aber noch nicht fertig hier mit Befragen, Mensch. Do you know anything about the place called the Sweltering Nile? Of course I do, me boys. But they don't really tolerate folks like me there. Not surprised. Have you heard anything unusual about it? Arr, sure I have. They have the most beautiful wenches there, laddie. Like sirens of the sea. And they're willing to do anything for you. If only I were a spring chicken like ye are, I'd be already running over there. Ich hab Bilder im Kopf, das ist nicht normal. Well, actually, Captain, that's where we came from. On a burning ship? Bloody hell. You know how to live, lads. Ihr habt Stil, das gefällt mir. We're doing our best, Captain. Hey, you be. Arr. Arr! Ich habe eine Freundin, die redet so. Have you heard the name Madame Zevas? Arr, when I was young like ye, they were talking about a gorgeous crocodile with that name. Aye, beautiful and deadly. Just how I like my women. Arr. Aha, der Captain. Zuckerbrot und Peitsche. Me too. Ja, Marty! It's her, yeah. Less beautiful now, but just as deadly. She has something to do with the burning ship, eh? You're quite the detective. So I've been told. Ich mag ihn. But seriously, have you seen anything? Of course I have. I'm always watching, my lad. Just ask me. What do you want to know? Okay, da ist nix mehr. Na, Marty. Well, anyway, I'm glad we both made it. Yeah, thanks. I must admit you were pretty dope with that rope. But still, cluck me. Am I right? without you, we wouldn't even be in this mess. So if you weren't successful with the rope, I would have strangled you before we both burned to death. Sogar das glaube ich ihm. Nice thought. But your hands were tied, so... Ich bin so froh, dass mir das beim zweiten Anlauf tatsächlich gelungen ist mit diesem scheiß Seil. Sonny. Okay, you're right. And now we'll have to see where this shitstorm ends. Yeah, I know. Burning us, along with the ship. That's pretty dramatic. Nein, das ist Stil. We've stepped in big dung, that's for sure. Do you think Wessler and the crocodile are in it together? I get the feeling that whoever hit us wasn't a pretty gal. Yeah, figures. Okay, wir haben noch ein paar neue Infos. Oh, wer ist denn das? Wieso haben wir hier ein Ausrufezeichen und können es nicht anklicken? Ist ja gemein. So, der Bubu wieder. Bobo ist eine wahre Institution. Er sorgt dafür, dass die Gangster von Clawville intakt und lebendig bleiben und manchmal hilft es sogar Polizisten, die eine inoffizielle Reparatur benötigen. Für eine entsprechende Gegenleistung, versteht sich. Ich finde das hier komisch. Warum ist das? Und ich kann das jetzt auch nicht wegmachen. Komisch. So, Orte.
Das Apartment von Bubu ist gleichzeitig auch sein Büro und ich bin mir sicher, dass es kein bisschen legal ist. Beinahe so wie in meinem Fall. Wobei mein Apartment natürlich nicht mit Organen und Gliedmaßen vollgestopft ist, jedenfalls soweit ich das überblicke. Wie war das mit seiner Schlafzimmertür, wo wahrscheinlich die Putzfrau hinter verschollen ist? Ich will's gar nicht wissen. Ach ja, dann wollen wir mal sehen. Bubus Wohnung. Und wir können tatsächlich nur zu Bubus Wohnung. Wir können ausnahmsweise nirgends anders hin. Boah. Tja, dann gehen wir halt zu Bubu. Schön am Hospital vorbei. Passt. Kein langes Gerede. Out of the past. Ja, gell, ich hätte noch mal Kaffee trinken sollen bei Zip. Bubo used to work at the PD as a coroner and pathologist. Then a couple of limbs and organs went missing, and the morphine stock suspiciously depleted, so the force said goodbye to him. He then set up a private practice, but lost his license pretty quick. Now he's doing something that vaguely resembles medicine, fixing up gangsters and bent coppers. Or pigeons like us. I haven't seen the doc since he had to pick a dozen pellets out of my drumstick. Thanks, Marty. Ach ja, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Well, well. Look who the cat dragged in. The one and only chicken coppers in the rotting flesh. Good evening to you too, old owl. Boah, wir haben was freigeschaltet. Der Mord. Aw, has he shot you again? Not yet. Noch nicht, ja. Aha, it is to laugh. I just need a strong painkiller. And since we're already here, some information too. Well, then I hope your pockets are full. We just crawled out of the river, so if it's all right with you, I can pay with a pocket full of mud. Well, I owe you one anyway. Oh, der Blick ist super. One. Don't make me laugh, Bubo. You're indebted to us for the rest of your life. Okay. Tell me what's wrong and do it fast. It's a busy night. On New Year's Eve, animals love to shoot or even eat each other. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Silvester scheint ein unheimlich toller Zeitpunkt in Clawville zu sein. Da passiert immer was. Entweder schießen sich die Hühner über den Haufen oder man landet auf einem brennenden Schiff. Ach, ist das schön. Und ich mag Bubu jetzt schon. Er hat eine sehr nette Art. So richtig, es tangiert mich peripher und trotzdem will ich alles wissen. Ach, ist das schön. Ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen, weil ich mich sonst wahrscheinlich kaputt lachen werde. Ich glaube, ich brauche dafür Alkohol. Ohne Scheiß. Oh Gott, ist das schön. Naja, nächstes Mal hoffe ich dann wieder ein längerer Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, wie es diese Woche aussieht. Ich werde vermutlich nochmal dazwischen springen, aber das muss ich noch mit Radar klären. Und dann sehen wir uns diese Woche morgen oder übermorgen wieder mit unserer liebreizenden Gockelpolizei. Ich brauche unbedingt noch ein paar Klischees über Hühner. Ich möchte nämlich jeden Titel irgendein Hühnerklischee reinbringen. Einfach nur weil. Es hat nichts mit der Story zu tun, aber ich habe gedacht, ich brauche klischeehafte Hühnertitel. Umso mehr, umso besser. Also Chat, wenn dir noch ein paar klischeehafte Hühnertitel einfallen, schreib sie mir bitte. Ich brauche sie. In diesem Sinne wünsche ich auch dir eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann die Tage. Bis dahin, Bussi und Baba.